ist ein Brandstifter im Kostüm eines Biedermanns. Er hat der Pressefreiheit den Krieg erklärt. Die Presse ist für ihn ein sicherheitspolitisches Risiko, das vom Staat gemanagt werden soll. Daniel Günther ist ein Angriff auf die freie demokratische Grundordnung. Starke Sätze, nicht von mir, von meinem Freund und Anwalt Steinhöfel gesagt, an dieser Stelle bei Welt TV. Und genau das ist der Punkt. Günther hat sich neulich er ist ein Brandstifter im Kostüm eines Biedermanns. Er hat der Pressefreiheit den Krieg erklärt, bei Lanz geäußert. Und das, was er da gesagt hat über sein Verständnis von Politik und Presse und Meinungsfreiheit, das war wirklich der schlimmste Angriff auf die Pressefreiheit in der Bundesrepublik seit der Spiegel-Affäre im Jahre 1962. Und ich bin der Einzige in dieser Runde, der sich noch an diese Zeit erinnern kann. Es war wirklich eine massive Einschränkung des Presserechts. Die damalige Regierung hat es geschafft, Spiegelredakteure hinter Gitter zu bringen. Beim Spiegel ein Artikel erschienen war über den Zustand der Bundeswehr unter dem Titel "Bedingt abwehrbereit". Diesen Titel könnte man heute genauso gut einsetzen. Damals war es eine Staatsaffäre. Und war es eine gute Staatsaffäre, weil sich die gesamte Öffentlichkeit gegen die Regierung gestellt hat. Und heute kommt Daniel Günther mit Sätzen, dass man die Presse beaufsichtigen soll, dass man eine objektive Instanz schaffen soll, die die Wertigkeit oder Unwertigkeit von Artikeln bewertet. Heute tritt Herr Günther, Daniel Günther, in die Fußstapfen dieses in der Tat autoritären Systems der 60er Jahre. Er muss weg. Ich weiß, in diesem Land jemanden zum Rücktritt zu bewegen, ist ungefähr so schlimm, als würden Sie nach Lourdes fahren und dort die Gedanken von Sartre vertreten. Aber es wird hier nicht zurückgetreten. Es wird hier nicht zurückgetreten. Schon jemanden abzuwählen, ist eine große Kraftleistung. Was will Daniel Günther konkret, wenn man das in einem Satz runterbricht? Will er Medien verbieten, wie beispielsweise NIOS oder andere Medien, oder was will er? Er beschwert sich darüber, dass der Journalismus nicht ausgewogen ist. Er hat diesen Satz gesagt, nicht überall, wo Journalismus draufsteht, ist auch Journalismus drin. Es müssen hohe Qualitätsstandards gelten. Und alle anderen verbieten. Und alle anderen, er hat das Wort Verbot nicht ausgesprochen, aber er hat schon an eine gewisse Sanktion gedacht, sonst würde er so einen Satz nicht gesagt haben. Er unterschied zwischen Journalisten und Aktivisten, was auch eine absurde Formulierung ist, weil natürlich jede Meinungsäußerung ist auch eine aktivistische Stellungnahme. Aber offenbar ist es tatsächlich so, was guter Journalismus ist, allein dieser Satz, wo Journalismus draufsteht, ist nicht immer Journalismus drin. Ich meine, wenn ich Günther sehe, dann sage ich mir auch, wo Politik draufsteht, ist nicht mehr Politik drin, sondern Eitelkeit, Überheblichkeit und eine massive Inkompetenz. Wehe uns, wenn Leute wie Günther darüber entscheiden, was Journalismus ist. Das halte ich, also ich muss ein bisschen, ich sehe die Sache tatsächlich ein bisschen sachter als Sie, Herr Broder. Ich kriege da nicht ganz so viel Temperatur. Ich würde jetzt Daniel Günther nicht zum Demokratiefeind Nummer 1 erklären und Sorge haben, dass er DDR-Verhältnisse hier einführt. Ich fürchte, es war eine Akt der Hilflosigkeit. So würde ich das eher sehen. Ich glaube, wir sind uns aber einig in dem Punkt, dass es natürlich nicht sein kann und dass wir alle keine Gesellschaft wollen, in der die Politik quasi die Zäsur der Medien darstellt. Keiner sollte diese Rolle spielen, diese Rolle übernehmen als die Medien selbst. Ich glaube, dass, also wenn wir ganz penibel einmal sind, er wurde gefragt, sollen wir die Medien stärker regulieren, zensieren, verbieten? Und dann antwortete er ja. Ich glaube, das ist ein politischer und auch inhaltlicher Fehler. Ich könnte mir vorstellen, dass er aus Hilflosigkeit entstanden ist. Das mal ihm zugute. Ich glaube, die Debatte ist eine interessante eher darum, welche Verantwortung tragen wir Medien in diesen Zeiten. Und unsere Verantwortung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch einmal gestiegen. Und natürlich gibt es Informationen, gerade durch Social Media, die verbreitet werden und die Menschen einfach glauben. Im Rückkehrschluss denke ich nur nicht wie Daniel Günther, wir sollten zensieren und regulieren. Ich finde, wir sollten schauen, dass wir die Menschen noch mehr von unserer Arbeit als Journalisten überzeugen, noch mehr Qualität liefern, uns, wenn es geht, keine Fehler passieren und wenn Fehler passieren, diese sofort transparent zu machen. Das wird doch gemacht. Das ist der eine Punkt. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, das ist noch wichtiger geworden in diesen Zeiten. Und zum anderen, glaube ich, liegt ein Misstrauen in der Gesellschaft gegenüber der Politik vor. Das hat wenig mit den Medien zu tun, sondern das hat damit zu tun, no offense, dass die Politik in den letzten Jahren ihre Arbeit nicht besonders gut gemacht hat. Und dieses Misstrauen gefördert wurde. Das heißt, Menschen auch zugänglicher sind, in ihrer Wut, in ihrer Emotion die Sachlichkeit beiseite zu schieben. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft gerade passiert. Die Antwort sollte niemals in einer freien Gesellschaft, in einer Demokratie, Zensur der Presse sein. Ich glaube, da setze ich mich in Ihr Boot. Wissen Sie, wir reden von Fake News und von Unsachlichkeit.
Die größte Agentur, die Fake News verbreitet, ist die Regierung. Jede Regierungserklärung, die an der Realität vorbeigeht, ist eine Ansammlung von Fake News. Fake News war es, uns Vorteile zu versprechen vor der Migration. Fake News war es zu sagen, die Energiewende würde uns nichts kosten. Fake News ist es heute, wenn wir Milliarden in die dritte Welt schicken, um dort den Klimawandel zu stoppen und im eigenen Land nicht mal imstande sind, ein sicheres Stromnetz zu gewährleisten. Die Bundesregierung ist die Urheberin und die Verbreiterin der meisten Fake News. Es sind nicht die Medien, die für den Vertrauensverlust zuständig sind. Es sind die Leute, die das Vertrauen nicht verdient haben. Misstrauen gegen jede Regierung ist die erste und wichtigste Bürgertum. Das klang jetzt fast wie eine Regierungserklärung übrigens. Das war mit sehr viel Pathos. Aber ich muss noch, auch aufs Amt bewerben. darf ich noch einmal widersprechen, bevor Herr Cesarei, ich finde Fake News ein bisschen übertrieben. Das klingt nämlich so, als sei es gesteuert. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ist es, dass es zum Teil einfach schlechte Politik ist. Und da Nein, das muss keiner steuern. Ich bitte Sie. Ich bitte Also, Sie. Der das klingt ja wie eine Manipulation. Nein. Ne? Der Das Einzige, ist der es steuern will, ja in der Also Corona-Zeit. Karl Lauterbach bei der Corona-Pandemie. Ja, das war schon sehr nah an einem Geimpfte stecken Da bin sich ich nicht bei- mehr an, Ja. war schon Fake News. Das- Gut, aber wir Pandemie schweifen der- ab. Aber ich glaube, Das ist die Pandemie der Ungeimpften. Ich erlebe das ja oft, dass Menschen in Deutschland zu mir sagen, hier gibt es keine Meinungsfreiheit oder sie trauen sich nicht, das ist zugespitzt, oder sie trauen sich nicht bei bestimmten Themen ihre wahre Meinung zu sagen. Und allein, wenn ich solche Signale sehe, finde ich das für die Debatten gefährlich. Und übrigens, es ist auch in der Politik so gewesen in den letzten Jahren. Wer eine bestimmte Position, beispielsweise, Sie haben ja das Thema Migration angesprochen, wer eine bestimmte Position in der Migrationspolitik hatte, der wurde ja sofort in eine bestimmte Ecke gestellt. Wer eine bestimmte kritische Position zum Thema Energiepolitik hatte, wurde ja sofort in einer bestimmten Ecke abgestellt, nach dem Motto, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ich bin ein Und das Klimanazi. ja, also diese Dinge. Und, Ich war und Corona-Leugnerin. deswegen, ich sehe das so, wie Sie das vorhin gesagt haben, die Politik muss wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, Politik muss deutlich mehr erklären als früher und vor allem deutlich mehr, vor allem bei der Sachlichkeit Aber Bijan, muss mehr gemacht Bijan, werden. noch einmal, Ansonsten haben wir wirklich trotzdem ein noch einmal- Glaubwürdigkeitsproblem Ja, in genau. Politik. total. Ja. Trotzdem noch Schon einmal lange, ja. mal auf meine Frage Ja. zurückkehren, weil ich das schon spannend an dem Leitartikel von Frau Horn fand, die schon den Vergleich gezogen hat zwischen Aussagen wie der von Daniel Günther und der AfD. Also wenn ich dich jetzt frage, was ist gefährlicher für unser Land? Ich glaube, Daniel Günther, ich habe das so gesehen, wie das gerade gesagt wurde. Ich habe mir die Sendung auch nochmal angeguckt. Es wirkte hilflos. Ich meine, das ist Ein Politiker das ist nicht hilflos. Naja, aber Das es ist ist ein Profi. Wenn der Busfahrer falsch aber abbiegt, es kann gibt- ich auch nicht sagen, der ist hilflos. Glauben Sie mir, es gibt Politiker, die dann auch nicht verstehen, warum Dinge, die über Jahrzehnte funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren Ja. und in Frage gestellt Der werden. ist aber nicht Und hilflos. dementsprechend ist es dann auch aus meiner Sicht höchst problematisch, wenn ein Politiker nicht für sich die Schlussfolgerung zieht, ich muss jetzt mehr informieren, wir müssen mehr raus und den Leuten mehr erklären, sondern zu sagen, wir müssen jetzt mehr verbieten. Er ist eine beleidigte Leberwurst. Er Genau, wird und das ja. darf nicht passieren. Und das ist für mich Ja, die das ein größte Gefahr. beleidigtes Leberwürstchen genannt.